Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lake. Lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Liken wäre auch toll. Und ich hoffe, ihr habt überall ein Kommentärchen da gelassen und mir gratuliert. Beziehungsweise jetzt fällt mir ein, ich habe es ja schon gesehen. Ihr habt ja gar nichts geschrieben. Was? Nein, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Ich glaube, es waren 3 Kommentare. Ich lege mich jetzt drauf fest, weil ich, obviously, nehme ich das ja in einem Schwung auf. Heißt also, ich rate einfach mal und ich lege mich jetzt fest auf 3 Kommentare wird es bis zum Zeitpunkt des Entscheidens dieser Folge gegeben haben. Mit Glückwünschen zu meinem Geburtstag. Mann, habe ich einen Kater. Immer noch. Oh, war das eine Sause. Uiuiuiui. So, lang geht's. Wir sind wieder unterwegs mit Meredith. Weg vom schönen Köpfchen, welches sich nicht den Kopf zerbrechen soll. Ja, und irgendwas hat sie. Irgendwas hat die Bibliothekarin. Ist falsch. Das ist keine Bibliothek. Das ist einfach mal eine Videothek. Die bessere Videothek. Die bessere Bibliothek. So. Ist eine Videothek. Ja. Irgendwas hat sie. Wegen irgendwas ist sie sackig. Jetzt habe ich schon wieder kurz ein bisschen Angst, dass sie Existenzängste hat. Oder ist da irgendwas Schlimmeres mit ihr? Wir hatten uns so gut verstanden, als sie bei uns war. Erstmal bringen wir aber Maggie. Ey, ich hab A gedrückt. Ach, ich muss einmal bewegen, damit dann ein gelber Punkt kommt. Ach so, na gut. Na gut, fürs nächste Mal weiß ich. Anscheinend habe ich den Koffer in der Hand. Dann gehen wir mal hin. Mr. Maggie, der neueste Shit aus der Zukunft. Hier kannst du mit nichts Filme gucken. Ein Muss für jeden, der so fortschrittlich der so ein fortschrittlicher Angler ist wie du, Mr. Maggie. Na, wir brauchen auch jetzt kein Maggie machen, zeigt das niemandem, das ist wertvoll wie Sau. Direkt aus der Zukunft. Wo sind sie, Mr. Maggie? Put. Oh, ist der auf der anderen Seite? Da ist er jetzt auf der... Mann, warum machen die das immer mit mir? Eine Brücke. Da. Auf dem Kutter. Na? Alles in Butter auf dem Kutter? Mr. Mackey, I've got this movie box for you. Alles im Load auf Boot? Leave it on the porch of the cabin, could ya? Ich müsste wissen, was für einen Film Sie möchten. I need to know if you prefer a war movie or a shark movie. Huh? Movies? Shark. Just pick something. I'm sure it'll be fine. Schwierig. Also naheliegend. Wie sehr ist er in seinem Beruf? Nervt ihn sein Beruf? Dann will er den weißen Hai nicht gucken. Oder liebt er es und will er den weißen Hai gucken? Ah, weißen Hai, komm, ist egal. Alright, Jaws it is. Have a nice day. Genau, so machen wir das. Haben wir hingelegt. Gott, zurück zum Postamt. Jawohl. Ich laufe, mein Herr. Ich laufe. Ja. Schneller. Open. Alter, sind das große Schrauben. Echt jetzt? Wenn ich so gucke, wenn ich ihre Hände angucke und die Schrauben. Entweder sind ja alle Menschen ziemlich klein oder die Schrauben sind mega groß. Nee, die Autos sind ja auch so groß, wie, also die sind ja normal groß. Ja, genau. Guck dir mal die Hand an. Und dann die Schraube, die ist ja mindestens so groß vom Schraubenkopf her. Ich meine, wenn die auch so eine Nägel haben, uiuiui, und das früher so eine Nägel gab, dann möchte ich nicht Jesus gewesen sein. Auch so nicht, aber möchte ich auch so nicht gewesen sein. Zuallererst mal, ich möchte nicht irgendwo angenagelt werden. Ich möchte allgemein nicht genagelt werden, wenn ihr versteht. Obwohl,
Nein, möchte ich nicht. Und ich möchte auch nicht in dieser Zeit leben. Wann hat er eigentlich gelebt? Nee, ich möchte nicht vor 2000 Jahren gelebt haben. Das ist mir nix. Nee. Ja, und wer macht das Rennen? Ja, abgedrängt. Nee, jetzt die Zeit ist viel geiler. Man kann so schön viele Sachen machen. Guck mal, was wir machen. Was wir alles wissen. Das hat es früher nicht so gegeben. Heute müssen wir uns hier hinstellen. Feierabend wird gemacht. Oh gut. Haus der Familie Weiß. Samstagabend. Hey, Em, it's me, Kay. Wow, Kay. I just, instantly dialed your parents' number. Superpowers! Probably just muscle memory or something like that, right? Or maybe it's like that thing where you smell something and it instantly triggers this mega old memory you didn't even know you had. Know what I mean? Oh man, I had that once when Barry bought me lilacs, and the smell instantly mentally teleported me to when I was 6 years old and fell out of a tree. And I ended up with all this lilac-smelling tree gunk all over my face. You remember that, right? What if it's like that with old phone numbers? You go, must dial M, and then your brain just triggers your fingers to dial? Stimmt Man. aber. Anyway, I didn't call about that, obviously. I was thinking of maybe taking a stroll around the lake this Sunday, clear my head, and then Maureen suggested maybe you'd like to tag along. Not that I'm asking because of Maureen, of course. Just thought it might be fun to check out the old hangouts and the lake sites and all. If you do want to join, I'll be at the watchtower overlooking the lake at 11 a.m. Sunday. I'll probably hang around a bit, so I'll see you when I see you. Sunday morning watchtower. Be there or be square. Könnte man eigentlich machen, ne? Ja, sofern Maureen nicht da ist. Ja, doch, wir treffen sie. Doch, auf jeden Fall. The Countess and the Carpenter. Chapter 2. Cecilia hated old Mr. Nabenshoe's table manners. The way he slurped rhubarb into his digestive system was quite the dampener on Cecilia's appetite. She wanted to get out of here and drink and dance with the common folk. Every night, she heard their merry noises travel through her bedroom window, the sounds of real life. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Sonntag, der 7. September. Morgens. Anscheinend sitzen wir am PC. Ich hatte fast vergessen, wie entspannt das Leben hier ist. Man hat so viel Platz. Und die Leute sprechen dich einfach an, als müssten sie gerade nirgendwo anders hin. Was wahrscheinlich auch zutrifft. Bis jetzt habe ich schon eine Menge Päckchen und Briefe ausgeliefert. Videofilme für daheim und sogar ein Lebewesen. Was? Ich bin gespannt, was die nächste Woche so bringt. Aber erst schließe ich diese Woche ab mit 2 Treffen mit Freundinnen. Eine sehr alte und eine ganz neue. Sollte interessant werden. Klapper, 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 klapper. Hey, Em! Em! Up here! Hiya! Should I just come up? Come on up! You just have to watch your step on Come the on up. third ledge. Should be Komm mal good. ab. Ich soll auf der dritten auf was aufpassen? Ich möchte lieber nicht auf einen kaputten Turm klettern. Ich habe verstanden, ich komme jetzt drauf. Auf I was soll ich have to aufpassen? what? On the what now? It's fine. Cross my heart and hope to die. Scout's honor. Ich hoffe eher, dass ich bei dem Versuch nicht tot umfalle. Du warst doch nicht mal bei den Pfadfindern. Ich kletter jetzt einfach rauf, weil es so schief ging. Du warst doch nicht mal bei den Pfadfindern. So. You were never even in the Scouts! Jetzt sind wir anscheinend oben, haben uns dazu entschlossen, einfach hochzugehen. Okay, gut. Hallo, schön dich zu sehen. Ui, ich bin oben. In einem Stück. Überrascht mich, dass noch niemand diese 3. Stufe repariert hat. Ui, ich bin oben. I'm up. In one piece. It's all good. Call off the dogs. Ugh. So glad you made it. Isn't it nice up here? Ja, es ist.
Und wie? Die Aussicht packt mich jedes Mal. Weckt viele Erinnerungen, was? Es sieht ein wenig anders aus als in meiner Erinnerung. It's a bit different from how I remember it. I can't explain it. Maybe it's just been too long. Or maybe it's me. Give it time. So, what do you remember? An unsere lesbische Auseinandersetzung, als wir unsere Körper erkundet hatten, als wir noch jung und unerfahren waren. Wir haben uns gegenseitig das Küssen beigebracht. Und, ja, egal. Ging es mit mir durch. Ich werde schon wieder ein bisschen, ne? Meine alte Freundin könnte auch meine neue lesbische werden. Spaß. Es geht hier. Merkt man das eigentlich, dass es in diesem Spiel nur um Sex geht? Nur, ständig. Nichts anderes. Okay, komischer Typ. Als wir nach der Schule über alles Mögliche sprachen. Als ich nachts alleine herkam. Nichts Bestimmtes. So, an was können wir uns denn erinnern? Als wir nach der Schule über alles Mögliche sprachen oder als ich nachts allein herkam? Das möchte ich jetzt mal wissen. Those times I came up here by myself at night when the stars were out, so serene. Yeah, I've had many of those nights too. Still have them, in fact. Hey, remember when I snuck in those beers from Uncle Stan? And they were really disgusting, and you puked all over the rail? In fact, wasn't it kind of where you're standing right now? Oh my gosh, it totally was. So wie wir da stehen, sagen wir bestimmt nicht, Igitt, musst du mich daran erinnern, dann wären wir wahrscheinlich ein Stück zurückgegangen, ne? Nein, was es nicht? Weiß es nicht wahrscheinlich. Kann mich nicht erinnern. Igitt, musstest du mich daran erinnern. Ew! Oh, did you have to bring that up again? I was not counting on getting that much in touch with my younger self. I'm glad you're back. I kind of missed having you around. Ja, okay, aber seitdem ist so viel passiert, aber geht mir auch genauso. Oder eigentlich beides, ja. Wir sagen, wir sind einfühlsam oder ja zu ihr. I feel the same way. So, what's life been like for you since you left? Positives? Negatives? You know, I went to university, got a job. Alles in allem ist es mir wirklich gut ergangen. Im Grunde genommen habe ich mir die ganze Zeit den Hintern aufgerissen. Und vielleicht ist jetzt die Zeit für etwas ganz anderes. Ja. Ich weiß aber nicht, wie gut das Internet hier ist. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Im Grunde genommen habe ich mir die ganze Zeit den Hintern aufgerissen. Ja, deswegen sind wir hier, weil wir eine Auszeit brauchen. I Ne? basically worked my butt off the entire time. That's both positive and negative, I guess. Oof. That doesn't sound like a sustainable life plan there. You okay? Yeah, it gets a bit busy sometimes. I can imagine Providence Oaks is less complicated. Well, maybe it is, and maybe it isn't. Ooh, that sounds juicy. Is this about something or someone? Someone. Und das muss ich dir erzählen. Gut, dass wir früher geübt haben. Was? Das muss nur ich wissen und ich muss es noch rausfinden. Ich bin froh, dass wir uns jetzt unterhalten können wie Erwachsene. Nun hör schon auf. Nun hör schon auf. Nee, das muss nur ich wissen und ich muss es noch rausfinden. Nee, eigentlich würde ich gerne sagen, ich muss es noch rausfinden und dann würde ich dir gerne mehr erzählen, aber jetzt noch nicht. Aber das geht ja nicht. Lay off. Ooh, there she goes with the crazy eyes. M still stands for mind your own beeswax, I see. Okay. All right. I'm backing off. Was ist mit... Entschuldigung, Frosch im Hals, Quack. Was ist mit dir? Bist du dann aufs College gegangen? Was ist denn mit dir? Wie ist es dir ergangen? Ganz ehrlich, meine ich. Hättest du was dagegen, wenn wir bloß ein wenig zusammensitzen? Ohne Quatschen? Das sind Frauen. Bloß zusammensitzen und nicht quatschen. Merkst du selber, ne? Blödsinn. Ist ja total unrealistisch, das Spiel hier. Pah, bitte. Vorurteile kann ich.
Was ist mit dir? Bist du aufs College gegangen? Was ist mit dir? Ganz What about ehrlich, meine you? ich. How have you been? I mean, really? Really, really? It's been great, and it's been tough. You know, I guess it's like that for everyone. I mean, I wanted to go to art school, yes, but turns out I wasn't good enough, or at least that's what they told me when I applied. So I decided to stay and do my own thing. Make music, perform and stuff, you know. I picked up some shifts at the diner, Barry and I reconnected, we got married, and then Max came along. You haven't met him yet, have you? He turns 13 in a few months. Krass. Time flies. Anyway, having Max gave things a different rhythm, but I still continued with my music. Even managed to get a bit of a buzz going in Portland. Lined up a few interesting gigs. Tough to balance, but fun. Klingt aufregend eigentlich. Und dann, nee, noch nicht. Klingt, als wärst du zu dem Zeitpunkt bereit gewesen, P.O. Oaks zu verlassen. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ich habe vergessen, wie der Ort heißt, P.O. zu verlassen. Ja, das sagen Sounds wir. like you were ready to leave P.O. at that point. Yeah, just like that, Uncle Stan got sick. Hit him and Aunt Mo like a ton of bricks. It was crushing. There I was, just about to get somewhere with my music. But I just couldn't let them down. So I stayed. Helped out nursing Uncle Stan. Picked up his shifts at the diner. Klingt, als hättest du wirklich alles für sie getan. Was war Barrys Rolle in all dem? Barry? Barry Allen? Egal. Ich kann mir nicht vorstellen, so eine Entscheidung zu fällen. I can't imagine what it must have been like to make that choice. I see where you're going, but honestly, I count myself lucky in a way. It gave me time to assess. Klingt, als hättest du wirklich alles für sie getan. Was war Barrys Rolle? Was war Barrys Rolle in all dem? Klingt, als hättest du alles für sie getan. Sounds like you really stepped up. Well, in hindsight, it was a lot. In the moment, though, you don't stop to think. You just do it. Where was Barry in all this? Barry was actually really great. We divided tasks back at the house, and he took care of Uncle Stan when he could. No questions asked. He was just there. Und jetzt arbeitest du immer noch im Diner? Und was jetzt? Hast du auch manchmal das Gefühl, hier festzustecken? Ja, das fragen Do wir. you ever feel stuck? Well, Mo has offered a couple of times to put my name above the door at the diner. Up until now, it felt like too much. Too soon. Too definitive. But I don't know. Maybe if she asks again, I'll think about it. The Bestimmt. way things ended up, it may not have been part of my master plan. But I got to spend some of the most precious moments of my life with the most precious people I know. Got to say goodbye to Uncle Stan and be there for Mo. He basically raised me. I'm grateful I got to do that for them. And I built a family of my own, right here in good old P.O. And one day, those kids will hurl all over this rail, just like we did. Witzig. So yeah, it's been tough. But looking back, I wouldn't trade any of it for the world. Das ist wirklich toll. Ja, komm, wir brauchen jetzt nicht so pessimistisch sein. Wir sind ja jetzt gerade da. Wir sind ja jetzt da. Da müssen wir nicht sagen, tut mir leid, dass ich nicht da war. Ja? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Eigentlich ist es toll. That's so great, Kay. I'm glad at least one of us grew up to be a well-rounded individual. Is there a manual I can borrow? Well, after you left, I had to raise myself, didn't I? Ja, So, okay. ready to descend to the world below? Ja, ist so langsam Zeit. Yeah. Seems like it's time. Come on then. Das Gespräch war ein ziemliches Auf und Ab, muss ich sagen. Also eigentlich nicht ein Auf und Ab. Haus der Familie Weiß, Sonntagabend. Geht gleich weiter. Entschuldigung, werden gleich reingeschmissen. Keep going. Hello? You're speaking to Monster Deal Central. How may I help you? Hallo Steve, du bist ja gut drauf heute. Oh, hallo Steve. Tut mir leid, ich habe kein Interesse an Telefonwerbung. Sollen wir so tun, als wenn wir ihn nicht erkannt haben, oder was? Und freut er sich?
Einfach so, oh, hallo Steve. Machen wir so, ne? Wir wollen ihn ja auf Abstand halten. Er ist ein Kerl. Wir wollen keine Kerle. Oh, hi, Steve. Meredith, please tell me to calm down. We are so close to a deal. Added 87 in shops all across America. Monster deal. Kann er nicht mal verstehen, dass wir jetzt nicht da sind, dass wir abschalten wollen? Dass die Arbeit der Grund ist, warum wir wieder nach Hause gegangen sind und mal Abstand brauchen? Oh Mann, das ist ja toll. Erzähl mir doch wieder. Beruhige dich mal, Calm down, Steve. Steve. Okay. I met up with this big retailer, right? They read our great pitch. Wer? They loved it and they want to buy gefragt hat? 250,000 copies of Added 87. 250,000. Multiply that by like $35. Was? Das sind ja Millionen von Dollar. Ein fetter Batzen. Aber der Deal ist noch nicht in trockenen Tüchern, oder? That's a lot. But it's not a done deal yet, right? Not yet, but oh, so close. I can almost taste it. Listen, I've got the contract right here. I'm sending over a copy. You should have it tomorrow. Please, check, double check it right away. I want your blessings before I sign on the dotted line, okay? Verstanden, Steve. Mach dir mal keine Sorgen. Ich werde sehen, was ich tun kann, Steve. I'll see what I can do, Steve. Awesome. I'll be in touch again Tuesday evening. I'm so excited, and I just can't hide it. It's official. Ich hasse Horror für mich, liebe Horrorfilme. Ach, ist eine Hassliebe. Also eigentlich beides. Ich liebe sie. Ich hasse sie. Ich liebe sie. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Eine kleine Mickey Maus lief ums Rathaus, lief, weiß ich nicht mehr wo, und raus bist du. I love horror movies. A Nightmare on Elm Street is radical. It was amazing. Thank you for watching with me, Miss W. Gern geschehen, allerdings werde ich nie wieder einschlafen können. Du hattest wirklich überhaupt keine Angst? Nee, machen wir das erst You're so. welcome. I'm never going to sleep again. Ha! Maybe you shouldn't have watched the movie. Ja. Man, I wish my parents would let me watch these movies. I can't wait until I move out. Naja, ich hoffe, du hattest deinen Spaß. Ausziehen? Bist du nicht erst 15 Jahre alt oder so? Move out? 16. Aren't you 15 years old or something? Almost 16, Ach nee, and yeah, geht, genau. don't get me wrong, I love tinkering and I love working in my father's shop, but it's just so boring sometimes. I Ja, want to see ist more halt of the so. world. I want to meet more people. I'm sure you've noticed, but there's not many teenagers here in Providence Oaks. And I'm homeschooled, so I don't have many friends to hang out with either. Ah. Und deine Eltern lassen sich keine Horrorfilme gucken? Aber was willst du denn nach der Schule machen? But what do you want to do after school then? I don't know. My parents want me to work in Dad's shop, but I don't think I want that. And you left when you were younger, so I figured maybe you had some advice for me? Oh, well, maybe. I think... Du solltest der Schule auf jeden Fall eine Chance geben. In der Werkstatt deines Vaters zu arbeiten könnte toll sein. Vielleicht kannst du die Welt bereisen. Sie sollte der Schule eine Chance geben. You should really give school a chance. There are quite a few universities that will let you tinker on things way bigger than just cars. That sounds amazing. But a homeschooler like me? Klar, warum nicht, oder was? Geht das nicht? Wenn es Zeit wird für deine Bewerbung, helfe ich dir. Hast du schon mal an Schulen in der Nähe gedacht? Ja, ne, das wäre... That's gonna be pretty tough. You'd have to study really, really hard. Have you maybe considered looking at nice schools nearby? That's also an option, I suppose. I'll look into it. Thank you, Meredith, for talking to me and stuff. You're very welcome, Lori. I had a lot of fun tonight. Me too. I should get home soon. Later, Meredith. Later. Uns Grinsen mit dem Grinsen. See you later am Montag, der 8. September. Morgens. Steve's parcel. And another note from Tess. Okay. Hey, Em, here are Steve's contracts. I bet you're in the mood for some light reading. And now without sarcasm, really. I must admit the energy here is contagious. Is Addit actually going to take off? See you soon. Tess. Tess. Good morning, Miss Weiss. Good morning, sir. Good morning, sir. I didn't see you there.
The name's Walter Morgan. I'm with the Postal Service. I left you a message on your answering machine earlier this week. Oh, das stimmt. Ah ja, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Ah, yes, I remember. Miss Weiss, if you could follow me into the office. I'd like to ask you a few questions. Are you familiar with the Postal Service policies? Ja, im Wesentlichen schon. Yes, well, the gist of it. Can you remember the segment from Chapter 11, Section 3, first paragraph? Eigentlich weiß ich es nicht. Ah ja, Kapitel 11, packende Lektüre. Oder, tut mir leid, dieser Absatz muss mir irgendwie entfallen sein. Ja, wir sagen Yes, ja. Chapter 11. Riveting stuff. It says in Chapter 11, Section 3, first paragraph, and I'll paraphrase, it is forbidden to use Postal Service property for personal gain. Ja, sehr schlimm, ganz übel, gar nicht gut. Yes, very bad. Not good at all. Miss Yeah. Weiss, I'm aware that you've only just begun working here, but I Yeah. trust that you do not take the responsibilities of a postal worker lightly. Nee, mach ich nicht. Du, ganz ernst. Seriously. Nein, natürlich nicht, Sir. Ich meine, tue ich nicht. Ich bin der Inbegriff der Integrität. Den lügen wir sowas von der Hucke zu, die Hucke zu, das geht ja gar nicht If mit. you look up the definition of integrity, it has my picture next to it. The Postal Service puts its employees under the highest level of scrutiny. I advise you to answer the following 3 questions truthfully. A yes Stich or unter no Eid? will suffice. Stich unter Eid? Do you know Frank Coleman? Ich weiß nicht mehr, wer das ist, nee. Frank? Nein. Nope. Frank Coleman told me he personally gave you a job introduction, and that you see and talk to him almost every other day. Ah, Sie meinen den Frank, ja klar. Oh, wait. Yes, Frank, of course. Have you ever given him envelopes or received envelopes from him that weren't postmarked? Schützen wir ihn? Ja, nein, habe ich nicht, nee. No? Nee. Are you aware that Frank Coleman wages bets on baseball games? Wetten auf Baseball-Games? Da klingelt jetzt wirklich nichts. Dann sag ich ihm, nee. No. Das wird's aber kriminell hier, That wa? will be all. Thank you for your cooperation. Ja, ich habe nicht wirklich kooperiert, aber okay. Wenn du das denkst, dann gern geschehen. Was wird mit Frank geschehen? Ich frag ich nochmal nach. What's Ja, going to happen to Frank? I'm sorry, we can't discuss personnel matters. Good luck with the mail today, Miss Weiss. oh, der arme Frank steckt in der Scheiße. Und wie es so im Ganzen weitergeht mit Frank und Laurie und unserem schnuckeligen Kopf, der sich hoffentlich den Kopf nicht zerbrochen hat. Die, besser gesagt, nicht der. Das erfahren wir alles in der nächsten Folge von Lake. Lasst ein Abo da und ein Like und gehabt euch wohl, schönen Tag. Ciao, ciao.